Herzlich willkommen beim Dennele Kochstudio. Mein Name ist Volker Jochum und für heute habe ich euch ein 10 Liter Nano-Cube Rezept vorbereitet. Für das 10 Liter Nano-Cube habe ich geplant ein paar einfache Pflanzen, Seegebirgesteine zum Dekorieren. Dann wird das Aquarium später gepflegt mit Bio-CO2 und unserem neuen Produkt All-in-One. Gucken wir uns mal an, was alles in den 10 Liter Nano Complete Plus dabei ist. Da haben wir einmal unsere Style-LED, die Rückwandfolie. Zu dem Thema Rückwandfolie verlinke ich euch nochmal rechts oben ein Video. Da haben wir ein Video gemacht nur über Rückwandfolie und wie wir sie richtig aufklebt. Dann haben wir unseren Nano-Eckfilter. Dann haben wir ein kleines Thermometer mit dabei. Halter für die Glasscheibe. Die Glasscheibe. Dann unser Nährboden, den Debonit-Mix Nano. Und unser Nano-Kies in Schwarz. Und was bei unseren Cubes auch überall immer mit dabei ist, ist die Unterlegmatte. So dass euer Aquarium immer sicher auf dem Boden stehen kann. Als ersten Schritt kleben wir die Rückwandfolie an unser Aquarium. Als nächstes fangen wir an mit dem Bodenaufbau. Wir fangen an mit dem Debonit-Mix Nährboden. Öffnen wir die Schachtel. Einfach so ins Aquarium rein. Und dann kommt eins meiner wichtigsten Werkzeuge, ein Pinsel. Den nehme ich immer für Kies, für Nährboden, alles oder auch für unseren Soil zu verteilen. Wenn ihr den Nährboden ins Aquarium reinbringt, da könnt ihr schon anfangen, den nach hinten leicht ansteigend zu modellieren. Das macht man aus dem Grund, immer nach hinten leicht ansteigend, dass euer Aquarium im späteren Ergebnis etwas tiefer wirkt. Als nächstes kommt unser Nano-Kies. Und der kommt auch einfach über den Debonit-Mix. Ein Beutel, das ist genug für einen 10 Liter Cube. Noch der wird jetzt wieder nach hinten ansteigend modelliert. So, unser Bodenaufbau ist jetzt fertig. Wir haben jetzt hier unten auf dem Boden unseren Debonit-Mix, der Nährboden, der die Aquarienpflanzenwurzeln mit Nährstoffen versorgt. Und oben drüber unser Nano-Kies, der quasi die Aquarienwurzeln verankert. Also in dem Kies halten sich die Pflanzen fest. Als nächstes baue ich jetzt unseren Eckfilter rein und dann fangen wir mit der Dekoration an. So, unser Eckfilter ist jetzt drin. Ihr fragt euch sicher, warum setzt der Volker jetzt schon den Eckfilter rein? Das mache ich aus dem Grund. Das mache ich eigentlich immer. Bevor ich mit der Gestaltung beginne, setze ich den Eckfilter rein, weil dann kann ich meine Gestaltung kann ich mich mit der Gestaltung ein bisschen orientieren, mit den Steinen und so. Nicht, dass ich jetzt anfange mit den Steinen, einpflanzen und alles und dann später möchte den Filter reinsetzen. Oh, passt gar nicht, muss ich nochmal alles umbauen. Aus dem Grund immer den Eckfilter zuerst, so mache ich's. So, jetzt kommen wir endlich zu der Gestaltung. Das ist ja für mich als Aquascaper sowieso immer das Schönste, die Gestaltung, also unser Hardscape-Material, Steine oder Wurzeln und die Pflanzen ins Aquarium reinzubringen, so dass sie schön aussehen. Fangen wir mal an. Für die Seegebirgesteine am besten, ihr zieht euch immer solche rutschfesten Handschuhe an, weil wir die Steine, jetzt zum Beispiel der hier, den würde ich gerne so als Hauptstein reinsetzen. Der ist schon ziemlich groß für dieses kleine Aquarium. Aus dem Grund muss man ihn noch mal ein bisschen mit dem Hammer bearbeiten. Und wenn ihr die Steine zerschlägt
und keine Handschuhe anhabt, dann könnt ihr euch schon verletzen. Aus dem Grund immer Handschuhe tragen. Jetzt gerade die Seegebirgesteine, die zerbrechen sehr gut und behalten dann trotzdem noch ihre schöne Struktur. Und dann fangen wir jetzt einfach mal an. Mal gucken, wie es schön aussieht, ein bisschen interessantes Layout gestalten. So. Und wenn ihr auch so wenn ihr Steine klein macht, so die kleinen Bruchstücke auf jeden Fall aufheben, nie wegschmeißen, kann man immer wieder noch mal gebrauchen. Und wenn ihr ein Aquarium gestaltet mit Steinen, aber auch mit Steinen und Wurzeln kombiniert, haltet immer so eine Regel, immer ungerade Zahlen nehmen. Nicht nur 2 Steine, sondern immer 3 Steine, immer ungerade Zahlen. Das wirkt dann später harmonischer und natürlicher. Jetzt natürlich bei so einem kleinen Aquarium hat man nicht sehr viel Spielraum zum Gestalten. Aus dem Grund reicht da auch eine Handvoll Steine. Wir wollen natürlich auch noch ein paar Pflanzen reinbringen. Aus dem Grund sollte man auch noch ein bisschen Platz lassen für die Pflanzen. Hier vorne noch einen hin. So, und dann können wir schon jetzt mit der Bepflanzung beginnen. Was brauchen wir alles zum Bepflanzen? Als allererstes eine Sprühflasche mit ganz normalem Leitungswasser. Die brauchen wir aus dem Grund. Jetzt unser Boden ist ja ziemlich trocken. Jetzt bei dieser Aquariengröße ist das nicht so das Problem, weil da ist man recht zügig fertig mit dem Bepflanzen. Es ist nur das Problem, wenn ich jetzt ein größeres Aquarium einrichten würde, sagen wir mal 1 Meter, 2 Meter Aquarium, und ich fange auf der einen Seite an zu bepflanzen, bis ich auf die andere Seite kommen würde, wären meine Pflanzen, die Füße, also die Wurzeln der Pflanze, wären bis dorthin vertrocknet. Das heißt, die Pflanze wäre tot. Wenn die Pflanzenwurzeln einmal vertrocknet sind, wird eure Pflanze nie wieder zum Leben erwachen. Aus dem Grund geht man hin, ob groß, ob klein, immer das Aquarium, den Boden so gut wie es geht anfeuchten. Müssen wir noch mal kurz die Scheibe putzen. Moment. So, ich denke, man kann genug erkennen. Was brauchen wir noch alles? Man braucht eine Pinzette oder man braucht sie nicht, aber ich empfehle euch eine Pinzette. Aus dem Grund, viele Pflanzen haben sehr, sehr feine und filigrane Wurzeln und die kann man mit den Fingern ultra schwer einpflanzen oder so einpflanzen, dass sie halt auch dort bleiben, wo ich sie eingepflanzt habe. Und dann brauchen wir auch noch eine Schere für eventuell die Pflanzen zu kürzen oder auch die Pflanzenwurzel ein bisschen zu kürzen, falls notwendig. Und dann ganz klar die Pflanzen. Ich habe für unser Rezeptaquarium relativ einfache Pflanzen gewählt, die nicht so hohe Bedürfnisse haben. Und gerade jetzt beim 10 Liter Aquarium, das ist ja optimal für, wenn man irgendwo auf einer Kommode ein bisschen Platz hat und möchte trotzdem ein paar Garnelchen. Also es ist quasi wie ein lebendiges Blumengesteck. Die ganzen Produkte, die ich jetzt hier verwende, die verlinken wir euch nochmal unten in der Videobeschreibung, quasi wie eine Einkaufsliste. Damit könnt ihr zu eurem Fachhändler gehen und sagen, so, der Volker hat das da eingerichtet, das hätte ich auch gerne so. Holt euch die Zutaten, geht nach Hause und kocht es einfach nach. Hier haben wir als Vordergrundpflanze Marsilea hirsuta, ist mit die einfachste und anspruchsloseste Vordergrundpflanze. Hier haben wir eine neue Limnophila-Art. Dann haben wir hier ein bisschen Moos, das ist Versicularia feri, also unser Weeping Moos. Dann haben wir eine Microphylla, Lancea araquaia. Und hier haben wir nochmal Rotala indica oder auch manche Leute kennen die auch unter dem Namen Rotala Spezies Bonsai. Jetzt fangen wir mal an mit dem Bepflanzen. Ich pflanze immer von vorne nach hinten. Es gibt Leute, Kollegen von mir, pflanzen immer komplett durcheinander. Da gibt es keine Regel dafür. Am besten ist, man macht sich vorher eine Idee, man hat eine Idee, man macht sich einen kleinen Pflanzplan, zeichnet sich das nochmal ein bisschen auf.
fangen wir mal mit der Vordergrundpflanze an. Hier der Marsilea hirsuta. Man macht sich immer so kleine Portionchen. Und die nimmt man einfach mit der Pinzette. Und jetzt könnt ihr sehen, die Vorteile einer Pinzette. Man kann sie sehr gezielt an Ort und Stelle pflanzen. Das ist noch ein Riesenvorteil, wenn man seine Aquarien trocken einrichtet. Weil wie hat man früher Aquarien eingerichtet? Man hat seinen Kies reingemacht, seinen Nährboden, seinen Kies, man hat Steine reingesetzt und dann hat man einen Teller reingelegt und hat sein Wasser da drauf laufen gelassen. Ungefähr die Hälfte und dann hat man begonnen mit dem Bepflanzen. Ja, jetzt ist es leider so, nicht alle Pflanzen bleiben dort, wo man sie hinpflanzt, immer gleich da. Und aus dem Grund schwimmt eine mal hoch, man steckt sie wieder neu ab, man schwimmt wieder eine hoch, steckt sie wieder neu ab. Was passiert? Spätestens nach der dritten Aktion, wo sie aufgeschwommen ist und man sie wieder abgesteckt hat, hat man irgendwo eine trübe Suppe. Man würde nicht mehr sehen, wo man die Pflanzen reinpflanzen soll. Aus dem Grund trocken bepflanzen, ab und an mal besprühen, gucken, dass der Boden immer schön nass ist. Funktioniert tippitoppi. So, unsere Bepflanzung ist jetzt fertig. Wir haben jetzt hier auf der einen Seite haben wir die Rotala indica, dann haben wir hier unsere Limnophylla und unsere Hygrophila. Dann zwischen die Steine habe ich so das Moos gesteckt, gerade so in die Nischen. Und im Vordergrund haben wir die Marsilea hirsuta. Als nächsten Schritt kommt jetzt das Wasser einlassen. Beim Wassereinlassen gibt es auch ein paar, nicht ein paar, sondern ein cooler Trick. Und zwar holt euch Küchenpapier, bevor ihr mit dem Küchenpapier anfängt, alles nochmal gut nass sprühen. Bitte Küchenpapier verwenden, niemals Toilettenpapier. Wenn ihr Toilettenpapier verwendet, das gibt der Super-GAU. Da könnt ihr euer Aquarium nochmal komplett neu machen. Dann geht ihr hin und legt euer komplettes Aquarium einfach mit dem Papier aus. Besprüht es nochmal mit Wasser. Bei großen Aquarien empfehle ich euch, auf jeden Fall da nochmal eine Papierfolie drüber zu legen. Und jetzt hier bei dieser Größe ist das nicht vonnöten. Und jetzt als nächstes schütten wir ganz langsam, am besten temperiertes Wasser über das Küchenpapier. Was passiert jetzt? Das Küchenpapier saugt sich jetzt noch mehr mit Wasser voll, drückt sich nach unten, hält die Pflanzen an Ort und Stelle. Und mit dem steigenden Wasserspiegel sollte auch das Küchenpapier mit ansteigen. Und am Schluss, ich hoffe es, sind alle Pflanzen auch da, wo wir sie hingepflanzt haben. Ich sage es nochmal, bitte achtet darauf, auch hier nicht zu kaltes Wasser nehmen, am besten temperiertes Wasser. Und jetzt gerade hier bei so einem 10 Liter Cube ist das ja gar kein Problem, sich einen Tag vorher eine Gießkanne voll mit Wasser ins Zimmer zu stellen, die man dann am nächsten Tag verwendet. So, ich hoffe, es hat geklappt. Ja, einwandfrei. Ein kleiner Kamerad ist hochgeschwommen. So, wie gesagt, das ist normalerweise die beste Methode, ein Aquarium zu befüllen. Alles ist da an seinem Platz, das Wasser ist auch relativ klar. Wir haben jetzt hier so eine kleine Verwirbelung gehabt, das ist aber auch gar kein Problem. Dann geht ihr einfach nochmal mit der Pinzette nach und glättet den Kies. Und jetzt zeige ich euch auch nochmal einen Trick, wie man diese Kante verschwinden lassen kann. Hier haben wir ja noch unseren Nährboden, den sieht man ja. Die meisten Leute möchten das nicht sehen. Und dann geht ihr einfach hin, wenn euer Aquarium befüllt ist, fährt ihr mit so einem Spatel hinten dran. Was passiert? Der Kies rutscht nach. Und schon ist euer Deponitmix fast verschwunden.
So, und wenn dann eine Pflanze noch mal ein bisschen mit hochgegangen ist, geht ihr einfach noch mal mit der Pinzette hin und steckt sie so ein bisschen nach. So, die Technik ist installiert. Wir haben die Lampe dran, Filter ist drin. Eventuell könnt ihr noch einen kleinen Heizer reinhängen, ist aber bei dieser Aquariengröße normalerweise nicht nötig. Das kann man ganz gut mit Zimmertemperatur betreiben, weil hier könnt ihr eh nur ein paar Garnelen reinsetzen und die mögen es eh lieber ein bisschen kühler. Was ich noch machen muss, ist die Bio-CO2-Anlage installieren. Über das Thema Bio-CO2 verlinke ich euch oben nochmal ein extra Video. Wie geht es jetzt mit dem Aquarium weiter? Das erfahrt ihr in einem von unseren nächsten Folgevideos. Wenn euch das Video gefallen hat, schreibt es in die Kommentare, gebt uns ein Like und folgt uns auf Facebook und Instagram. Bis dann, ciao!